Ja, was bedeutet dieser Besuch des türkischen Präsidenten dann hier noch bei uns in Deutschland für die Polizei, für die Sicherheitsbehörden? Das will ich besprechen. Benjamin Jendrow ist nun bei mir im Studio, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei hier in Berlin. Herr Jendrow, schön, dass Sie da sind. Ja, schönen guten Tag, Frau Droste. Sie haben ja Mann und Maus im Dienst bei dieser Europameisterschaft. Hohe Anforderungen. Ich glaube, das Spiel der Türkei ist besonders im Fokus. Der türkische Präsident dabei, erhöht das die Anforderungen nochmal? Also erstmal muss man sagen, es ist natürlich das absolute Nonplusultra-Hochrisikospiel, was wir haben können. Wenn wir uns die Paarungen angucken, ist natürlich nicht so eine politische Brisanz, aber wir haben alle die zigtausenden niederländischen Fans gesehen. Wir alle kennen die Community, die türkische Community in unserem Land, und dann findet das Spiel auch noch in Berlin statt. Also da können wir uns schon auf ordentlich was einstellen, und das ist genau der Punkt. Wir haben ohnehin alles im Dienst, was irgendwie laufen kann. Hoffen jetzt natürlich, dass durch die Ankündigung des Staatsbesuches dann vielleicht noch mehr Unterstützungseinheiten aus Bund und Ländern nach Berlin kommen. Rein polizeilich würde es jetzt so viel nicht ändern. Ja? Natürlich müssen sie eventuell über Straßenschutz noch nachdenken, aber die Polizei ist ohnehin Hermannstraße, Sonderallee unterwegs. Und die Diskussion, die wir jetzt führen, ist eine politische Diskussion. Ja? Also Herr Erdogan ist jetzt, glaube ich, nicht gefährdet in Berlin, nicht besonders hoch. Aber natürlich müssen wir damit rechnen, dass auch das Staatsoberhaupt hier vielleicht was nutzt, um das politisch auch zu missbrauchen. Ja, die Ultras der türkischen Mannschaft, die rufen ja auch schon auf, auch den Wolfsgruß im Stadion zu zeigen. Aber einschreiten könnten Sie da ja eh nicht. Naja, erstmal ist das jetzt, wie gesagt, eine politische Diskussion. Ne? Wir erwarten schon auch, dass der türkische Staatspräsident sich hier an den Rechtsrahmen des Gastgeberlandes hält. Und deswegen diese Veranstaltung, dieses sportliche Ereignis dann auch nicht missbraucht, aber dass dazu aufgerufen wird, den Wolfsgruß zu zeigen, das wäre auch so passiert, wenn der türkische Präsident hier nicht hergekommen wäre. Ne? Deswegen wird man natürlich einen Blick drauf haben. Ich glaube aber in erster Linie richtet sich das gegen die UEFA. Und wenn sich jetzt die Bundespolitik ganz doll darüber aufregt, dann sollen sie den Rechtsrahmen anpassen. Ja, dass sowas auch verboten ist als rechtsextremes Symbol. Wir konzentrieren uns auf das Spiel und da haben die Kolleginnen und Kollegen eine Menge Arbeit. Autokorsos gehören ja bei türkischen Fans eigentlich immer mit dazu. Nun gab es ja auch schon einen Vorfall mit einem Toten. Stellen Sie sich da jetzt irgendwie anders auf? Ja, man muss erst mal sagen, Autokorsos kann man nur bedingt verhindern. Ne? Wenn viele Fahrzeuge sich dann irgendwie irgendwo mehren, dann geht es vor allem darum, Sicherheit zu gewährleisten. Das heißt, auch einen Abstrom zu ermöglichen. Die Fahrzeuge sind ja auch eher langsam. Man sollte auch aufpassen, setzt man ja alles in einem EM-Kontext, ja, ob der nun teilgenommen hat am Corso, ja oder nein. Es ist natürlich gefährlich für die Straße, deswegen wollen wir sowas nicht unbedingt. Aber das einzudämmen wird sehr schwierig. Von daher kommt das sicherlich noch hinzu. Und anders als bei den anderen Spielen haben wir eben nicht nur die Fanmeile, das Olympiastadion und die Fantreffs, sondern wir haben eben auch den Kudamm, haben die Hermannstraße. Aber die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Polizei gehen bestmöglich vorbereitet in den Einsatz. Und dann hoffen wir, dass das Spiel im Fokus steht und nicht irgendwas anderes. Ein herausforderndes Wochenende steht Ihnen da auf jeden Fall bevor. Herr Jendrow, danke schön. Ich danke Ihnen.